Campen, der ganz große Trend. Und immer beliebter Stadtcamping. Nah an den Metropolen und dennoch mitten in der Natur. Diesmal in Amsterdam. Bis zu 20 Millionen Touristen besuchen jedes Jahr die Weltstadt. Eine besondere Möglichkeit, hier zu übernachten, ist das Campen. Es gibt 3 Plätze in der Stadt. Richtig zentral liegt der Campingplatz Fliegenboos. Nur 15 Minuten sollen es von hier zu Fuß ins Zentrum sein. Wie gut ist der Platz? Und eignet er sich für ein Familienwochenende? Das wollen die Melsens aus Düren testen. Sarah und Jan sind seit 5 Jahren verheiratet. Mit ihrem 4-jährigen Sohn Henry campen sie am liebsten im Zelt. In den Niederlanden kennen sich die beiden eigentlich ganz gut aus. Jan hat holländische Vorfahren, aber Stadtcampen, das ist für alle neu. Campingplatz Fliegenboos liegt gut 2 Kilometer nördlich des Stadtzentrums. Die Melsens testen in 3 Kategorien. In jeder können bis zu 5 Zelte vergeben werden. Kategorie 1, das Wohlfühlgefühl. Ist es ein Platz, auf dem die Familie umfänglich gut aufgehoben ist? Ich habe noch nie Luftmatratzen auf der Toilette oder in den Duschräumen aufpusten müssen. Kategorie 2, die Erlebniswelt. Wie vielfältig ist es? Was gibt es zu sehen und zu entdecken? Ja, zum Glück ist meine Frau so sparsam. Du möchtest ins Casino. Nee, ich möchte ein Stück Käse. Kategorie 3, Preis-Leistung. Geld und Gegenwert. Stehen die in einem guten Verhältnis zueinander? Oder hätte ich ehrlich gesagt hier in Amsterdam höhere Preise erwartet. 3 Stunden brauchen die Melsens für die Anreise von Düren nach Amsterdam. Camping Fliegenboos liegt im ältesten Wald von Amsterdam und ist vor allem bei jungen Campern beliebt. Hi. Hi. Wollen wir einchecken? Ja, bitte. Okay, was ist Ihr Nachname? Melsen. Ja. Der Betreiber gibt sich große Mühe, der Familie den schnellsten Weg ins Stadtzentrum zu erklären. Mit der Metro ist das nur eine Station entfernt. Viel Spaß. Ja, danke. Doch zuerst wird aufgebaut. Der Platz pro Zelt ist genau markiert. Ja, also wenn es voll wird, wird es hier kuschelig. Ja. Also das habe ich so auch noch nie gesehen. Also die Plätze sind ja wirklich alle so eingegrenzt, markiert und sehr nah beieinander. Gucken wir mal, wie voll es wird. Ne? 16 Quadratmeter hat jede Parzelle. Für den Kurztrip in die City haben Melsens ein Quick-Up-Zelt dabei. Laut Hersteller ist das in 5 Minuten aufgebaut. Hoffentlich passt es auf die Parzelle. Es wird auch sehr eng, die Parzelle hier mit den Schnüren nachher. Ne? Das Zelt passt. Nur die Abspannleinen ragen auf die Nachbarparzelle. Ja, wir müssen gleich mal fragen gehen, ob wir das so lassen können. Nicht, dass es nachher Ärger gibt. Ja, das ist halt auch schon ein ganz Stück größer. Auch ohne Schnüre steht die Plane schon über. Sorry, ich habe noch eine Frage. Wir kommen mit den Schnüren, Ja? mit den Zeltschnüren, kommen wir wahrscheinlich in den Weg rein. Oh, das ist kein Problem. Nee? Nein. Das ist eh schon ein bisschen größer. Das geht also bis kurz an die Linie dran. Oh, das ist kein Problem. Dann blocken wir die Platz und dann geht dann kein anderer Zelt. Echt? Ja? Ja, super. Danke sehr. Danke sehr. Problem gelöst. Bleibt noch der Aufbau. Das sogenannte Quick-Up-System für 440 € lässt sich wie ein Regenschirm aufspannen. Ganz einfach. Die Feinarbeit sorgt dann aber doch für Diskussionsbedarf. Immer nur. Ja, danach können wir es nicht wieder Sarah, verrutschen. wir ne? können Das ist jetzt erstmal schon nach fest. vorne. Ach Das so, Zelt okay. nach vorne ziehen, Ja, die beiden okay. Heringe und dann Ja, nach ja, hinten ja, ja, ziehen. gut. Nee, ja, weiß ja noch, was das heißt. Ne? Nee, Sarah, wir müssen jetzt nicht immer diskutieren. Das ist immer schon fest. Wenn du das Bild mal genau anguckst, zieh mal deine Brille wieder an. Eigentlich gehe ich eher nach Plan, aber manches brauchst gar nicht den Kopf schütteln. Manches Mal probiert man natürlich auch schon mal aus, wie es denn gehen könnte. Weil man auch nicht immer, die Pläne sind auch nicht immer so genau, wie man sie vielleicht gerne hätte, wie jetzt gerade in dem Moment. Oder hast du was gesehen, was ich übersehen habe? Ja, du brauchst also dringend eine Brille. Das war jetzt der zweite. Guck mal hier. Das Abspannen ist bei dem Aufbau des Quick-Up-Zelts besonders wichtig. Der erste Aufbau dauert bei den Melsens fast 45 Minuten statt der angegebenen 5. Und dann entdeckt Jan gleich noch ein Problem bei den Betten. Jetzt haben wir keinen Strom. Dann müssen wir mit den Luftmatratzen vorne an den Schalter und dann die Pumpe anschließen.
Ja, dann ist das so. Ja, dann machen wir das so. In der Gemeinschaftsküche gibt es Steckdosen. Aber da ist Hochbetrieb. Gibt es vielleicht eine Alternative? Where we can have Strom for the Ja, you have to need in de douches. Ja? You have find also stroom. Ach super, danke wel. Ja? Danke wel. Fragen hilft, denn Hinweise gibt es auf dem Platz nicht. Im Sanitärgebäude findet Jan Strom. Und er ist nicht der einzige Camper, der mit seiner Luftmatratze hier gelandet ist. Gewöhnungsbedürftig. Ich habe noch nie Luftmatratzen auf der Toilette oder in den Duschräumen aufpusten müssen, wenn es sonst irgendwo einen Stromanschluss gibt. Und man muss sich irgendwie zu helfen wissen. Ja, und jetzt konnte man den netten Franzosen auch noch helfen. Die freuen sich jetzt auch. Ich hoffe nur, die Matratzen halten auch bis morgen. Sonst müssen wir die Nacht noch mal hier hin. Die Duschen haben nur bis 11 Uhr auf. Das muss halten. Die Hilfsbereitschaft unter den Campern ist jedenfalls groß. Unabhängig von Alter und Herkunft. Zeit für eine kleine Runde über den Platz, um die Nachbarschaft zu entdecken. Die meisten Besucher kommen aus den Niederlanden und Deutschland. Auch ein Paar aus Dortmund fühlt sich hier wohl. Abend. Hallo. Hallo. Ach, herzlichen Glückwunsch. Ja, nicht wir. Nee? Das ist eher der Inhaber, der hat heute Geburtstag. Ach, okay. Campingplatz hier. Ach, super. Das heißt, Sie sind schon mal öfters hier? Wenn Sie, ja? Wir fahren seit ein paar Jahren hier hin, seit 30 Jahren. Ach Gott, Seit 30 echt? Jahren. Wahnsinn. Und immer noch hier. Immer der gleiche Kurs. Oh. Wie lange sind Sie denn immer hier? Ja, Wochenende oder Pfingsten. Ah, okay. Okay. Brückentage von Deutschland halt. Ne? Ja, Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall auch noch mal wiederkommen, das mit ein bisschen mehr Zeit. habt ihr hier schon mal gegessen? Ja. Ist das gut? Ja. Meine Frau leckt sich immer noch die Finger und ich leck den Teller ab, weil es zu wenig war. Super, also muss ich auch die doppelte Portion haben, alles klar. Klasse. Ein Plus für das Restaurant, wenn man den beiden glauben darf. Im Leben der Dortmunder spielen die Stadt und der Platz Fliegenboos eine große Rolle. Unser Tattoo sagt das ja schon. Ja. Ajax. Nicht Ajax, aber Amsterdam. Das haben wir uns auch tätowiert. Unser Sohn ist hier gezeugt worden. Was will man mehr, ne? Melsens wollen jetzt erstmal gut schlafen. 8 Uhr morgens. Wie ruhig war die Nacht? Guten Morgen. Guten Morgen. Gestern Abend wurde hier noch spät gegrillt. Aber da hier um 11 Uhr Platzruhe ist, kamen dann die Aufseher und haben dem auch schnell ein Ende bereitet. So, und ich brauche jetzt einen Kaffee. Ich auch. Sollen wir was frühstücken gehen? Anfangs waren wir ja ein bisschen skeptisch, als wir hier diese Enge. Kästchenwiese gesehen haben. Aber es war doch nachher von der Atmosphäre war es echt schön. Und, ja. Ja, wir haben uns gestern Abend auch noch gut unterhalten. Nee, ist alles gut. Zu später Stunde. Ich dachte, habt ihr schon geschlafen? Noch gut unterhalten hier. Ja, das ist zwar unheimlich eng. Ich glaube, wenn jetzt doch alles voll wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch zu eng. So Festival-Feeling. Das war toll. Für ihren Kaffee brauchen sie Strom. Den gibt's für die Zeltcamper nur in der Gemeinschaftsküche. Ja, für mich die Gemeinschaftsküche sehr ungewohnt. Hatte ich so noch nirgendwo. Ist halt sehr interessant mit den Lebensmitteln, die jeder benutzen kann, die andere übrig lassen. Aber die Hauptsache ist, es ist sauber. Es ist sehr sauber hier. Das stimmt, ja, ist ein bisschen WG-Feeling. Aber das ist beim Campen ja einfach so. Ne? Man kommt ja auch in Kontakt mit den anderen. Der eine hilft dem anderen aus mit irgendwelchen Sachen, die ihm vielleicht fehlen. Also so ist es halt einfach beim Campen. Da ist halt schon so eine Gemeinschaft einfach. Und deswegen stört mich das jetzt auch gar nicht, dass hier noch andere sind. Zeit für die Bewertung. Wie schneidet der Platz in der Kategorie Wohlfühlgefühl ab? Also für den Wohlfühlfaktor würde ich 4 von 5 Zelten vergeben, weil die doch sehr, sehr freundlich hier sind. Die Nachbarn sind alle total nett. Man hat alles, was man braucht. Der Abstrich ist, liegt an diesen ganz kleinen Zeltparzellen, die man hier hat, die einfach mit einem größeren Zelt gar nicht einzuhalten sind. Also wenn wir jetzt nicht hier den Platz um uns herum frei hätten, hätte das überhaupt nicht funktioniert mit dem großen Zelt. Und für mich ist halt auch noch ein Abstrich, dass wir keinen Stromanschluss haben am Platz.
In Kategorie 2 bewerten Melsens die Erlebniswelt auf und rund um den Campingplatz Fliegenboos. Dazu zählt auch der Besuch in der Amsterdamer Innenstadt. Pluspunkt: Es dauert wirklich nur eine Viertelstunde vom Platz bis zum Hauptbahnhof. Im Zentrum der Grachtenstadt locken über 5.500 Geschäfte zum Kauf. Also ein großer 20 €. Ja, ist okay. Es gibt aber ein ganz tolles Gratismesser. Ein Käse-Gratismesser. Ja, ich denke auch noch, dass da noch ein paar Läden kommen. Oh, Primark, rein da! Da können wir nicht mit dir rein, Henry. Der ist da in dem Geschäft, ja. Er ist da auch ein bisschen schneller in seinen Entscheidungen, glaube ich, was so Kaufen angeht, als ich jetzt. Ja. Aber ich habe einfach dann nicht die Ruhe zu gucken, wenn er dabei ist, weil er schnell ungeduldig wird. Und dann mache ich das lieber alleine. Ja, zum Glück ist meine Frau so sparsam. Du möchtest ins Casino. Nee, ich möchte ein Stück Käse. Eine Besonderheit, die Jan nicht in Deutschland kaufen kann, wartet im nächsten Laden. Die hatten Hanftee, den könnte man eventuell noch in Deutschland bekommen. Aber die hatten auch diese Space Cakes, diese Cannabis-Kekse. Aber ich glaube, dann ist das Wochenende vorbei. Dann liegen wir, glaube ich, nur noch rum. Weiter geht's zum Königlichen Palast. Gleich gegenüber eine Überraschung für Henry. Hier wohnt Sinterklaas, der niederländische Nikolaus. Was den Melsens gefällt? Die weltberühmten Grachten. Und all das ist fußläufig vom Campingplatz gelegen. Also Amsterdam lohnt sich, glaube ich, für jeden. Wir werden noch mal wiederkommen und uns auch mal richtig Zeit nehmen. Die Sarah hat gestern mal so einen Wunsch geäußert, dass sie gerne ihren Geburtstag hier, ihren Runden feiern, also was heißt feiern, mit mir zusammen verbringen würde. Wie viele Zelte bekommt die Kategorie Erlebniswelt? Der Platz hat zwar keinen Kinderspielplatz, punktet aber vor allem mit der Lage. Also für den Unterhaltungsfaktor würde ich ja, auf dem Platz jetzt direkt nur 3 Zelte vergeben. Drumherum ist natürlich da vorne in Blicknähe ist schon Amsterdam, wo man ja fußläufig schon im Stadtkern quasi ist. Dafür könnte man 5 geben, hat aber nichts sehr Direktes mit dem Campingplatz zu tun. Der Platz bekommt von den Melsens insgesamt 4 Zelte. Jetzt noch ein Blick ins Portemonnaie. Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Dann ist das für die eine Nacht mit einem Auto und dann 2 Erwachsene und ein Kind 41 €. Okay. Im Schnitt zahlt man in den Niederlanden 35 € pro Parzelle. Wer gerne mehr Komfort hat, kann auf dem Platz auch kleine Hütten mieten. Die kosten 97 € für bis zu 4 Personen pro Nacht. Ich denke, der Preis ist angemessen für Amsterdam. Schon ordentlich. Das ist ein ordentlicher Preis. Mit 41 € ist das schon. Ja, dafür, dass es im Prinzip ja wirklich nur eine Zeltwiese ist. Gut, das Duschen ist umsonst. Parken kostet im Zentrum von Amsterdam bis zu 8 € pro Stunde. Gut, dass die Metrostation nicht weit entfernt ist. Alle 8 Minuten fährt eine Bahn in die Stadt. Ja, wir können jetzt eine Stunde lang mit dem Ticket fahren. Wir haben zwar jetzt nur eine Station von hier aus, also echt super nah. Und 3,20 finde ich für eine Stunde komplett hier jetzt den Verkehr nutzen zu können, recht günstig eigentlich. Festlich essen waren die Melsens nicht. Für 2-mal Fritten, ein Sandwich und 3 Getränke haben sie knapp 30 € bezahlt. Das Essen war ganz gut. Das Essen war super. Die Pommes waren richtig lecker, schöne belgische Fritten. Die schmecken auch nach Kartoffeln, nicht irgendwie 10.000 Mal durchfrittiert. Preise fand ich okay. Also da hätte ich ehrlich gesagt hier in Amsterdam höhere Preise erwartet. Ja, das Bier hat auch geschmeckt. Ich fand es völlig angemessen. Ja. Zelten kostet hier 10 € weniger als ein Platz für ein Wohnmobil. Die Bilanz in der Kategorie Preis-Leistung? Also Amsterdam fand ich jetzt preislich nicht so teuer. ganz okay eigentlich. Da habe ich ehrlich gesagt mit höheren Preisen gerechnet. Am Platz ist es ein bisschen, also für das, was geboten wird an Essen und Getränken, ist es natürlich ein bisschen teurer. Also ich würde für das Preis-Leistungs-Verhältnis 4 von 5 Zelten vergeben. Die Melsens sind seit vielen Jahren Camper, aber Städtetouren vom Campingplatz aus zu machen, das ist eine neue Erfahrung. Und die gefällt der ganzen Familie.
besser geht es einfach nicht. Man hat eine super Anbindung in die Stadt. Man ist wirklich in 20 Minuten maximal ist man in der Stadt. Und das ist wirklich empfehlenswert. Camping mit Großstadt-Flair. Das ist nicht nur für die Melsons neu, sondern ein neuer Trend. Sightseeing und Shopping als Ergänzung zum Campen und eine Alternative zum Hotel. So, ich hoffe, bei dieser Reise waren ein paar Tipps für Sie dabei. Jetzt kommt noch der wichtigste. Abonnieren Sie unseren WDR-Reisekanal. Vergessen Sie aber nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpassen Sie keines unserer Videos. Hier sind auch schon die nächsten beiden für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen.